Moin, moin und herzlich willkommen bei Saintory. Schön, dass du da bist. Ja, Leute, heute möchte ich euch gerne Eternal Oud von der Marke Lattafa vorstellen. Bevor wir aber loslegen, möchte ich noch vorab ein paar Worte zu der Marke Lattafa und eben generell zu solchen Marken loswerden. Ich möchte aber auch direkt betonen, dass es natürlich nur meine Meinung und meine Sicht auf diese Themen ist. Das kann ja grundsätzlich jeder auch anders sehen. Denn ich möchte ehrlich sein, ich stehe so einer Marke wie Lattafa und natürlich auch anderen Marken, die ähnliche Konzepte, verfolgen, eher skeptisch gegenüber. Denn Lattafa ist eine Marke, die oft, nicht immer, aber eben oft andere Düfte kopiert. Die nehmen sich eben so, ich nenne es jetzt einfach mal die Verkaufsschlager der Parfumhäuser und kopieren diese Düfte, bauen diese Düfte nach, kreieren diese Düfte nach, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Und genau eben damit habe ich ein Problem. Warum? Für mich ist Parfum eine so große Leidenschaft, aber hat darüber hinaus auch etwas mit Kunst zu tun. Und wenn sich eine Marke eben, Kunstwerken, anderen Parfums bedient und diese wirklich teilweise 1:1 kopiert, dann fehlt mir da so ein bisschen, die Wertschätzung, der Respekt, dem Parfümeur oder der Parfümeurin anderer Marken gegenüber, die eben diese Düfte kreiert haben. Und auf der anderen Seite möchte ich der Marke Lattafa natürlich auch nicht die Qualität absprechen. Die mögen auch viele tolle, eigenständige Düfte haben. Die haben zum Teil auch eine sehr tolle Aufmachung. Da komme ich dann eben gleich bei Eternal Oud nochmal drauf zu sprechen. Ja, und auch wenn ich mich mit meiner Meinung vielleicht auch so ein bisschen unbeliebt mache, was mir letztlich aber auch egal ist, weil es ja eben nur meine ehrliche Meinung ist, muss ich eben sagen, dass ich so einer Marke, die zum Teil kopiert, man könnte ja irgendwo auch sagen, klaut, skeptisch gegenüberstehe. Und dennoch bin ich ja trotz dieser Kritik und Meinung über meinen Schatten gesprungen und habe mir Eternal Oud gekauft. Warum? Weil ich diesen Flakon einfach crazy und ganz außergewöhnlich finde. Ich habe so einen Flakon einfach noch nicht in meiner Sammlung. Die Qualität ist auch wirklich hochwertig, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Und dann kommen wir eben auch schon zu dem anderen Punkt. Der Inhalt ist wirklich großartig. Und da muss ich auch trotz aller Kritik der Marke Respekt zollen. Das ist ein ganz wundervoller Duft. Aber wir starten jetzt erstmal mit der Präsentation. Also das ist eine Kunststoff, Glocke, Verpackung. Das ist tatsächlich nicht ganz so hochwertig, muss man ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz steckt da der Flakon drin. Das baue ich jetzt gar nicht großartig auseinander. Hier haben wir noch so ein Schaumstoffteil, was dann wiederum hier oben drauf steckt, damit eben diese Kunststoffverpackung nicht kaputt geht. Aber das Besondere ist hier wirklich der außergewöhnliche Flakon. Ja, und dieser Flakon ist natürlich auch Geschmackssache. Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ich finde dieses Design so außergewöhnlich, dass ich es schon wieder cool finde. Und die Qualität ist auch wirklich hochwertig. Also dieser Flakon wiegt ca. 480 Gramm, ist wirklich sehr schwer und massiv. Ist ja immerhin fast ein halbes Kilogramm. Der Deckel ist auch sehr schwer und massiv. Und vor allem, ich muss mal schauen, dass ich hier nicht alles auseinanderschlage. Aber Leute, der sitzt wirklich sowas von fest auf dem Flakon. Hier haben wir noch so eine Kunststoffeinlage. Ich denke, ihr habt es gehört, der Deckel ist wirklich schwer und massiv. Und der Zerstäuber ist wirklich ein Traum. Also es ist so ein feiner, wo ist er? Da ist er. Es ist so ein feiner, breiter Sprühnebel. Also wie gesagt, man kann Dinge kritisieren, aber man muss auch Dinge positiv hervorheben, wenn sie eben so sind, wie sie sind. So, wie sage ich aber immer so schön, natürlich geht es trotzdem immer primär um die Duft-DNA. Was hilft der schönste, tollste, außergewöhnlichste Flakon, wenn der Inhalt nicht toll ist? Ja, und der Duft ist wirklich große Klasse. Also anders kann man das gar nicht sagen. Ich blende euch mal die Duftnoten ein.
Ja, auch hier wurde eben wieder kopiert. Man kann vielleicht jetzt im Falle von Eternal Oud sagen, dass ein Duft als Vorlage diente, nämlich eben Grand Soir von Francis Kurkdjian. Denn in Eternal Oud ist ganz klar die DNA von Grand Soir. Ich würde sogar behaupten, dass wenn man beide Düfte im Dry Down in der Luft wahrnimmt, ja, nahezu kaum Unterschiede vorhanden sind. Wiederum, wenn man beide Düfte eben so Seite an Seite riecht, gibt es einige kleine Unterschiede. Der größte Unterschied ist für mich die Kopfnote und eben die Pflaume. Denn wir haben in Eternal Oud eine so leckere, intensive Pflaumennote. Und auch wenn es jetzt ein bisschen strange klingt, ich muss ehrlich sagen, dass mir die Kopfnote weitaus besser gefällt als eben in Grand Soir. Ja, es ist wirklich einfach traumhaft, sich diesen Duft aufzusprühen und diese Pflaume, diese intensive Süße wahrzunehmen. Also wirklich große Klasse. Im Herzen wird dann noch Heliotrop und Orchidee angegeben. Da bin ich ganz ehrlich, das rieche ich kaum heraus. Und dann kommen wir zur Basis. Da haben wir eigentlich die gleichen Duftnoten wie in Grand Soir. Wir haben hier Vanille, wir haben Amber, wir haben Benzoe, wir haben Labdanum, wir haben Tonkabohne. Das sind eben auch die Duftnoten, die in Grand Soir enthalten sind. Und dazu haben wir aber eben in Eternal Oud Oud, ja, tatsächlich. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich diese Oud-Note wahrnehme. Dadurch ist der Duft für mich jetzt im Vergleich zu Grand Soir nicht ganz so ambriert, sondern da wird eben so ein bisschen Amber rausgenommen und dafür wird eben Oud dazu gespielt. Und das verleiht Eternal Oud eben auch so eine gewisse dunkle Note, so eine gewisse Tiefe. Zusammengefasst kann man also sagen, dass Eternal Oud recht ähnlich zu Grand Soir ist. Die Kopfnote durch die Pflaumennote für mein Empfinden zumindest aber einfach nochmal viel schöner und intensiver ist. Und im Dry Down bekommen wir in Eternal Oud eine tolle, dunkle Oud-Note. Mal so nebenbei, absolut kein animalisches Oud. Das ist einfach nur so eine dunkle, ja, holzige Note. Ja, Leute, und mein ehrliches Fazit ist, mir gefällt Eternal Oud besser als Grand Soir. Ja, mir ist bewusst, dass das eine Ansage ist, aber so empfinde ich es, denn Eternal Oud hat für mich einfach eine schönere Kopfnote, diese Pflaumennote so toll und der Dry Down ist für mich einfach angenehmer, weil wir etwas weniger Amber haben. Dafür ist Eternal Oud für mein Empfinden nicht ganz so drückend wie Grand Soir und wir haben durch diese dunkle Oud-Note eben auch noch so eine gewisse Holzigkeit und Tiefe und das macht im Großen und Ganzen für mich Eternal Oud zu dem tolleren Duft. Ja, und bevor ich es vergesse, vor allem in Anbetracht des Preises, also je nachdem, wo ihr Eternal Oud kauft, zahlt ihr so zwischen 40 bis 60 Euro für 100 ml. Der Flakon ist wirklich hochwertig, schwer und massiv. Der Zerstäuber ist große Klasse. Ja, und die Duftbeschreibung habt ihr jetzt ja gerade gehört. Zu der Haltbarkeit kann ich nur bedingt etwas sagen. Ich habe Eternal Oud erst zweimal getragen. Ich würde aber so tendenziell sagen 9 bis 10 Stunden. Den Punkt könnte man natürlich jetzt eben an Grand Soir geben, weil Grand Soir Ewigkeiten hält. Nichtsdestotrotz sind ja 9 bis 10 Stunden wirklich super. Also da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Man kommt also ohne Probleme durch den Tag. Aber da kann ich euch auch gerne im Laufe der Zeit nochmal ein Update geben, eben wenn ich es öfter getragen habe. Nun aber auch genug gequatscht und am Ende angekommen. Mich würde wirklich mal interessieren, wie du zu dieser Marke generell zu solchen Marken stehst. Verstehst du meine Meinung? Siehst du das vielleicht sogar ähnlich? Oder hast du auch eine ganz andere Meinung? Also mich interessiert das wirklich. Allerdings möchte ich auch hier nochmal sagen, ich weiß, dass ich mich wiederhole. Jeder sieht das anders und das ist auch in Ordnung. Jeder soll das so handhaben, wie er möchte. Wenn man fein damit ist, was man tut, dann ist das alles prima. Ja, dann sage ich auf jeden Fall danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.